Wir sind gestern hier angekommen am Gerkenyesch. Ich habe noch nie an diesem Gewässer gefischt. Herzlich willkommen hier vom Gerkenyesch in Ungarn. Ich habe heuer dieses Angelgewässer für den Sommer gewählt. Auf der einen Seite, weil es ein Familienurlaub sein sollte und auf der anderen Seite, um wieder mehr Erfahrung für mich und meiner Angelei mit King Carp zu bekommen. Ich habe mich im Vorfeld über dieses Gewässer informiert durch meinen Freund Csaba Ronto und seinen Freund Marcel, der hier auch Aufsichtsfischer ist. Und ich muss sagen, der erste Eindruck von diesem Gewässer ist absolut beeindruckend. Es liegen ca. 500 Hektar Wasserfläche vor mir. Das Gewässer bietet sehr viel Struktur, man findet sehr viele Plateaus, aber auch sehr tiefe Stellen. Es ist momentan Mitte Juli, wir haben 35 Grad Lufttemperatur. Es ist drückend schwül, aber mit diesem Gewässer vor uns ist es ein Traum, hier zu angeln. Marcel hat mich dann auch gleich besucht, wie ich hier am See angekommen bin, und wir haben über den Fischbestand des Gewässers gesprochen. Er hat mir erzählt, dass sehr viele Fische in der Gewichtsklasse zwischen 8 und 15 Kilo vorkommen, aber auch einige sehr gute Ausnahmefische mit über 20 Kilo. Er selbst hat gesagt, dass über 100 Fische mit über 20 Kilo in den letzten Jahren registriert wurden. Und deshalb freue ich mich jetzt schon sehr auf diese Woche hier zu angeln. Es ist für mich ein neues Gewässer. Deswegen habe ich zusammen mit meinem Schwager für diese Woche 2 verschiedene Taktiken geplant. Auf der einen Seite wird er versuchen, eher in Ufernähe mit sehr attraktiven Ködern zu angeln, um am Ende der Woche sehr viele Fische auf seinem Konto zu verbuchen. Ich auf der anderen Seite versuche im Laufe der Woche mehr und mehr selektiv zu angeln, um die großen Fische des Gewässers fangen zu können. Das heißt, am Anfang habe ich, so wie gestern und vorgestern, für meine Platzwahl sehr wohl attraktive Köder verwendet, um zu schauen, ob diese Plätze, die ich ausgesucht habe, auch von den Fischen angenommen wird. Und so werde ich in dieser Woche, nachdem ich gestern schon einige Fische auf diesen Plätzen fangen habe können, mehr und mehr auf selektive Köder umzusteigen, um dann zu sehen, ob auch die Fischgröße dementsprechend sich verändert. Also im besten Fall, dass immer mehr große Fische an den Platz kommen, die ich auch fangen kann. Wir sind gestern hier angekommen am Gerkenyesch. Ich habe noch nie an diesem Gewässer gefischt. Deswegen haben wir uns am Anfang für einen sehr attraktiven Köder entschieden, damit wir einmal die Fische finden können. Das ist uns auch sehr gut gelungen, wie man an diesem Beispiel sieht. Der Hotfish Gamarus Mix und der 50-50 Mix haben uns schon am ersten Morgen einige sehr schöne Fische gebracht. Und ja, mit dem Gewissen, dass wir die Plätze richtig gewählt haben, haben wir noch eine sehr schöne Woche hoffentlich vor uns, und schauen wir mal, ob wir noch einige schöne große Fische fangen können. Die erste Nacht an einem neuen Gewässer ist vorüber. Hier am Gerkenyesch, für mich unbekannt, war gestern erst einmal Spotsuche angesagt, und an diesem Fisch kann man sehen, dass sich das auf alle Fälle ausgezahlt hat. Mit dem 50-50 Mix, einem attraktiven Köder zu Beginn, einmal schauen, ob die Fische überhaupt am Platz sind.
ist das wunderbar geglückt und so kann es weitergehen. Ja, es ist jetzt Mitte der Woche und ich möchte euch kurz berichten, wie unsere Zwischenbilanz aussieht. Ich habe am Samstag angefangen, auf meinem Platz, Spots zu suchen. Dabei habe ich 3 markante Spots in verschiedenen Entfernungen gefunden. 2 Spots liegen ungefähr auf 150 Meter und ein dritter Spot liegt auf ca. 230 Meter. Ich habe angefangen, da ich nicht genau wusste, wie viele Fische sich an den Plätzen befinden oder welche Fischgröße sich am Platz befindet, mit attraktiveren oder mittelselektiven Ködern zu angeln. Das war einmal der 50-50 Mix und der Hotfish Gamarus Mix. Es hat dann sehr gut angefangen. Ich habe schon in der ersten Nacht die ersten Bisse bekommen, auf allen Spots. Und somit konnte ich schon in den darauffolgenden Tagen die Selektivität etwas steigern. Dadurch hat sich das Durchschnittsgewicht der Fische immer gesteigert, Gott sei Dank. Das heißt, ich bin auch mit der Selektivität etwas nach oben gefahren. Das heißt, im Speziellen, statt des 50-50 Mix ausschließlich, habe ich noch den Big Water Mix dazu gefüttert und nur mehr als Hakenköder genommen. Ich muss zugeben, dass diese Angelei auf den Plateaus, den sogenannten Hotspots in einem Gewässer, nicht unbedingt meine Angelei ist. Ich bevorzuge eher, um große Fische zu fangen, Plätze, die als eher unattraktiv gelten. Aber für diesen Trip habe ich mir etwas anderes vorgenommen. Ich wollte etwas Neues experimentieren, habe auch mit Marcel vor meinem Trip darüber gesprochen, wie die meisten Angler hier angeln, und er hat gesagt, dass auf den Plateaus eher, zumindest glauben das die meisten, kleine Fische gefangen werden. Deshalb habe ich mir dieses Mal gedacht, ich werde genau auf diesen Plateaus fischen mit unseren selektiven Ködern, um hoffentlich das Gegenteil zu beweisen, dass man sehr wohl auch aufgrund des heißen Wetters, also die Wassertemperatur liegt bei ungefähr 28 Grad, sehr wohl auf diesen Plateaus große Fische fangen kann, wenn man den richtigen Köder dazu hat. Und das Ergebnis war heute Nacht der erste Fisch mit 21,5 Kilo. Mitte der Woche, ein weiterer Fisch über 20 Kilo, gemeinsam gefangen mit meinem Sohn, der mir beim Drill sehr große Hilfe geleistet hat. Nachdem wir auf dem Spot schon einige Fische über 15 Kilo fangen konnten, habe ich den Köder jetzt umgestellt, um noch größere Fische zu fangen. Die Aktivität war super am Platz und die Umstellung von 50-50 von einem mittelselektiven Köder auf den Big Water Mix in 28 mm hat uns schon in der ersten Nacht diesen Fisch gebracht. Ein Wahnsinn, unglaublich.
Vorne. Okay, geht. 16, 17 wahrscheinlich, oder? 20. Warte. 19. 20 Kilo die Matten. Unglaublich. Haben wir die gefangen? Wahnsinn. Dritter Tag am Gierkenjesch. Unglaublich. Eine Viertelstunde nachdem wir ausgelegt haben, auf ca. 100 Meter am Spot, der Biss von dem unglaublichen Fisch. Ein unglaublicher Drill. Sicher eine halbe Stunde nur kreuz und quer über den See gezogen. Jetzt darf ich präsentieren, meinen ersten 20 Kilo Fisch von meinem Sohn. Danke. Ja, die Aktivität ist eher links von der Stangenboje. Da ist heute schon mehr los. Das ist perfekt, weil es ist genau der Bereich, die Kante, wo sie vom Tiefen aufkommen und dann hast du das Plateau und dann fällt es wieder runter und Okay. da hast du praktisch, da was fällt, war schon die erste Aktivität, das heißt genau in dem Bereich. Ja. Also da tat es mir jetzt wundern, wenn heute Nacht nichts beißen sollte. Ich habe mal ein gutes Gefühl, Ja, dass wir heute 1 oder 2 Ranz haben werden da draußen. wirklich gleich zwei. Ja, Ja. Schauen wir mal. nein, ich glaube, der Platz, der passt. Ja, den Platz zum Fotografieren, den haben wir ja heute schon ausgenutzt. Der Platz, genau. Der darf nicht auskühlen, der muss halt warm gehalten bleiben. Ich bin ja mit meiner Familie hier, das heißt mit meinem Schwager Harry. Und Harry hat für dieses Experiment eine andere Taktik aufgezwungen bekommen. Das heißt, Harry ist mit seinen 3 Ruten nur in Wurfdistanz und er verteilt seine Köder eher großflächig in einem Bereich so circa 50 bis maximal 80 Meter vor dem Ufer, wo dann eine Kante in das Tiefe fällt. Und ich muss sagen, oder wir können sagen, dass auch diese Taktik bis jetzt voll aufgegangen ist. Mit seinen attraktiven Ködern, er verwendet ausschließlich den Hot Fish Gamaros Mix, konnte auch er deutlich über den 15 Kilo Durchschnittsgewicht, das hier am Gierkenjesch herrscht, bleiben. Heute Nacht zum Beispiel hat er einen super Fisch mit 19,5 Kilo fangen können. Und hier haben wir wieder einen weiteren Fisch, weit über 15 Kilo. Nach gestrigen Anfüttern und vom Ufer aus mit der Weitwurfmontage ließ er sich nicht lang warten. Und hier sieht man das Ergebnis von unserem Spot.
es aber jetzt auf 2 Spots wieder 15 plus Fische. Also man muss einfach nur dranbleiben. Das ist das Allerwichtigste. So, jetzt sind wir schon da am Spot. Also wir sind hier genau am Spot auf 225 Meter. Das Plateau ist ziemlich klein, ich schätze mal so grob 3x3, 4x4 Meter. Es steigt von einer Seite ziemlich steil nach oben bis zu einer Kante. Das heißt, ich habe jetzt vorsichtshalber den Platz mit der Boje markiert, ein paar Meter weiter hinten, damit die Montage nicht zu nah an der Boje lege. Ich bin doch der Meinung, dass die Fische, wahrscheinlich sogar die großen Fische, eher durch solche Bojen, egal ob Stangen oder Haarbojen, irritiert sind oder abgeschreckt sind. Deswegen habe ich das jetzt in einen Abstand gesetzt. Ja, und wie gesagt, es waren jetzt ca. 24 Stunden mit weniger Bisse, wenn Bisse, dann nur kleine Fische. Aber jetzt seit dem Nachmittag haben wir wieder 2 Bisse gehabt. Wir sehen es dann hoffentlich im Video. Wieder 2 15 plus Fische, einer knapp unter 20, also Wahnsinns-Session, Schuppenkarpfen. Unglaublich schön, also freut sich schon auf die Bilder. Letzter Tag hier in Ungarn für uns. Morgen geht es wieder nach Hause, nach Österreich. Nachdem die letzten 24 Stunden die Bisse eher zurückgingen, auch das Fischgewicht an den anderen Spots eher nach unten ging. Kein Grund zur Unruhe. Beim selektiven Karpfenangeln bedeutet das meistens Gutes. Und es hat etwas Gutes mitgebracht. Eine weitere Bombe hier aus Ungarn. Am helllichten Nachmittag bei praller Sonne. Dieser Fisch, wie gesagt, nach 24 Stunden ohne Biss auf diesem Spot. Knapp unter 20 Kilo. Wir haben jetzt noch eine Nacht vor uns. Sind zwar Unwetter angesagt, aber wir ziehen das jetzt durch. Und mal schauen. Ich hoffe, dass jetzt noch ein richtig großer kommt. Alle Zeichen stehen dafür. Es ist jetzt Freitagabend, wir sind am Ende unseres Familienurlaubs, unseres Angelurlaubs hier am Gyökeres in Ungarn. Und deswegen möchte ich zusammenfassend ein paar Worte sagen. Ich habe es hier notiert, wir haben eine Woche erlebt, wie man sich eine Angelwoche mit der Familie nur wünschen kann. Wir haben insgesamt bis jetzt, wir haben noch eine Nacht vor uns, 30 Fische insgesamt fangen können. Von den 30 Fischen waren 10 Fische über 15 Kilo und 2 sehr große Fische mit jeweils 20 Kilo und einer mit 21,5 Kilo. Es war nicht nur für mich als Vater ein Highlight, sondern es war auch für die Kinder, die dabei waren, ein absoluter Traumurlaub. Mein Sohn konnte das erste Mal einen Karpfen über 20 Kilo fangen. Ein unbeschreibliches Erlebnis, vor allen Dingen, dass ich dabei sein durfte, dass wir das gemeinsam erleben konnten. Und deshalb fahren wir morgen sicher schweren Herzens nach Hause. Und ich denke, nein, ich bin mir sicher, dass wir
hundertprozentig noch einmal hierher kommen. Aber zusammenfassend, um auch etwas über Köder zu sagen, möchte ich wieder einmal diesen Big Water Mix hervorheben, der mir nicht nur dieses Mal, sondern schon einige Male absolute Traum-Sessions ermöglicht hat. Es ist einfach ein Mix für große Fische, wenn man ihn richtig verwendet. Dieses Gewässer, diese Jahreszeit, diese Location war eigentlich prädestiniert für den Big Water Mix. Ich möchte aber auch die Situation nutzen, um mich speziell bei Marcel Boschkeit zu bedanken. Erstens für die Platzwahl, wo er mir sehr behilflich war. Ich möchte mich bei Marcel auch für die Freundlichkeit bedanken, für das Service. Er war praktisch rund um die Uhr für uns da. Er hat uns jeden Wunsch von den Augen gelesen und uns auch jeden Wunsch erfüllt. Dann möchte ich auch meinem Freund Csaba recht herzlich danken. Er hat mich wieder einmal extrem unterstützt bei der Köderwahl. Und diese Woche war einfach die Krönung meines Anglerlebens. Ich habe noch nie so eine Woche erlebt mit so vielen Fischen, mit so vielen großen Fischen. Und deshalb, wie gesagt, fahre ich morgen mit schweren Herzen nach Hause, aber ich komme wieder. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder mit einem neuen Video. Dankeschön. Das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Der größte Dank gilt einem Mann, der jetzt gerade wahrscheinlich entweder in seiner Beuleküche Beulis produziert oder selbst am Angeln ist. Der größte Dank geht an Huub Genders. Ich habe keine Ahnung, es hat kein Mensch eine Ahnung, wie er das macht, aber es ist einfach unglaublich. Und ich hoffe, dass du, Huub, wenn du dieses Video siehst, noch lange für uns und für so viele Karpfenangler in Europa so tolle Produkte herstellst. Danke, Ende.